Von einem Ladendieb, der mit einer Kaution von 39.940 Dollar festgenommen wurde, bis hin zu einem U-Haul-Fahrer, der Polizeifahrzeuge rammte und versuchte, in einen Hangar zu flüchten. Atemberaubende Momente erwarten Sie gleich. Oh my God! Which one? On the right or left? My side. We're still southbound on Dallas North Tollway. Fuck, dude. Einige der anderen Fahrer, die die Situation bemerkten, konnten entkommen, aber viele Fahrzeuge wurden beschädigt. Was der Täter genau vorhatte, ist nicht bekannt. Möglicherweise wollte er die Fahrzeuge außer Kontrolle bringen, damit sie gegen das Polizeiauto prallen. Oder er wollte einfach nur Autos rammen. We just crossed over Inwood. I think it's Inwood or Lovers. I have no idea. You got your seatbelt on? Yeah. Coming up Mockingbird over here. He said so many. Yeah, I'll just kind of stay back a little bit. Yeah. Oh, fuck, where are we at? Glücklicherweise wurde während der Verfolgungsjagd niemand aus den angefahrenen Fahrzeugen oder von den Polizisten verletzt. Dennoch war diese 13-minütige Terrorfahrt am helllichten Tag im Stadtzentrum für die Einwohner von Dallas ein wahrer Albtraum. We need to notify the tollway of what kind of vehicle, etc. 26 foot long U-Haul. Okay, thank you. I think the call is holding. He's with us. There's no pay to pay fill out the accident scene. Adam John 08660. Copy. What is this exit? Fuck. And that was gonna take it. We're in the exit lane for Wycliffe. Just took the Wycliffe exit. Block der Lemon Avenue, den er völlig zerstörte. Wrecked out, just wrecked out. Hit one vehicle. Let's get somebody to check him out. 6700 Lemon is Nach dem Unfall verließ Dallas, erwiderte das Feuer, als auf ihn geschossen wurde. Die Schüsse verletzten Taylor am Bein und brachten ihn zu Fall. Taylor wurde am Tatort außer Gefecht gesetzt und kurz darauf von der Polizei festgenommen. Anschließend wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Bei der Untersuchung am Tatort wurde festgestellt, dass die Waffe, mit der Taylor geschossen hatte, gestohlen war. Ryan Taylor wurde wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, Angriff auf einen Beamten, unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeugs und Flucht vor der Polizei angeklagt. Jetzt stehen ihm nur noch Gitterstäbe bevor. Wie kommt man auf eine Kaution in Höhe von 39.940 Dollar und 50 Cent? Hier ist der Grund. Am Sonntag, dem 8. März 2020, gegen Mittag wurden Beamte des Forsyth County Sheriff's Office wegen eines Diebstahls zu einem Walmart-Geschäft an der Atlanta Highway gerufen. Als sie am Tatort eintrafen, hatte der Verdächtige den Laden bereits verlassen und war mit einem U-Haul-LKW geflohen. Das Fahrzeug fuhr in nördlicher Richtung auf die Autobahn GA 400 und kurz darauf begann die Verfolgungsjagd durch die Polizei.
Der Lastwagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn weiter. Die Polizei hatte eine moderne Lösung, um den Lastwagen zu stoppen. Würde sie funktionieren? Die Polizisten legten einen Spike Strip, also einen Reifenpanzerstreifen, auf die Straße, um den Verdächtigen zu stoppen. Diese Taktik war erfolgreich und die Reifen des Lastwagens begannen schnell Luft zu verlieren. Der Verdächtige gab jedoch trotz des Verlusts der Kontrolle über das Fahrzeug das Lenkrad nicht frei. Da der rechte Vorderreifen des Lastwagens fast vollständig Luft verloren hatte, sprang der Reifen ab und flog auf die Straße. Die Polizeikamera hielt ein sehr interessantes Bild fest. Der Fahrer setzte seine Flucht auf diese Weise fort. Mit einer letzten Aktion setzte der Fahrer die Verfolgungsjagd in Richtung 369 Ost fort. Es wurde ein PIT-Manöver versucht, das jedoch fehlschlug, und der LKW setzte seine Fahrt fort. Der Polizeibeamte wollte den Lastwagen, der ganz rechts auf der Straße fuhr, gegen die Leitplanken drängen. Für einen PKW war es nicht einfach, diesen LKW anzuhalten. Der Lastwagen hob vom Boden ab und setzte seine Flucht fort. Der Verdächtige musste schließlich sein Fahrzeug vor dem Restaurant Bojangles an der Kreuzung 369 und 306 anhalten. Doch auch diesmal versuchte er zu Fuß zu fliehen. Der Mann wurde jedoch innerhalb kürzester Zeit von den FCSO-Teams gestellt, zu Boden gedrückt und mit Handschellen gefesselt. Die Verfolgungsjagd endete schließlich im Forsyth County Jail, nachdem die Flucht bei Walmart begonnen hatte. Dem festgenommenen Verdächtigen wurden nicht nur Diebstahl, sondern auch viel schwerwiegendere Straftaten vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seiner Person und seines Fahrzeugs wurden Kokain und Utensilien zum Konsum von Drogen gefunden. Außerdem zeigten Beobachtungen und Tests, dass der Fahrer unter dem Einfluss mehrerer Substanzen stand. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass sein Führerschein zuvor ausgesetzt oder entzogen worden war. Die Behörden erhoben folgende Anklagen gegen den Verdächtigen: Ladendiebstahl, Besitz von Kokain, Besitz von Drogenutensilien, Fahren unter dem Einfluss mehrerer Substanzen, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Flucht zur Begehung einer schweren Straftat, aggressives Fahren und Fahren mit einem entzogenen Führerschein. Die Kaution wurde auf insgesamt $39.940,50 festgesetzt. Die Behörden wiesen darauf hin, dass selbst ein gewöhnlicher Diebstahl schnell zu einer Verfolgungsjagd eskalieren und die öffentliche Sicherheit gefährden kann.
Am Donnerstag, dem 2. Mai 2019, hielt ein Sergeant des Forsyth County Sheriff's Office einen Mazda-Van mit abgelaufenem Kennzeichen für eine routinemäßige Verkehrskontrolle an. Was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Kontrolle aussah, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit. Nach einem kurzen Gespräch mit der Polizei sprang der Fahrer plötzlich wieder in sein Fahrzeug. Gleichzeitig sprangen die 3 Insassen aus dem Fahrzeug und der Fahrer begann mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. Die Flucht begann auf der Keith Bridge Road und führte durch den Parkplatz eines Dunkin' Donuts. Anschließend ging es über die 369 Browns Bridge Road in Richtung Gainesville weiter. Das Fahrzeug war gestohlen. Außerdem war der Verdächtige bewaffnet und vorbestraft. Darüber hinaus hatte er Marihuana bei sich und führte während der Fahrt keinen gültigen Führerschein mit sich. All dies schien zu erklären, warum er diese verrückte Flucht unternommen hatte. Alright, you got the tag, Bravo Mike 244, white color Mazda. You got both van doors open. Looks like one accident. I think it's a black male. We're going down the hill here, coming up on Little Mill. You should come around me here and take lead. Da die anderen Insassen des Fahrzeugs zunächst schnell aus dem Fahrzeug ausgestiegen waren, standen die Schiebetüren offen. Trotzdem setzte das Fahrzeug seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort. Past the fire station, coming up on here shortly. Coming up on John down, you're going back on there. Trotz aller Manöver gelang es den Polizeibeamten, das Fahrzeug zu stoppen. Die Verfolgungsjagd endete schließlich auf der Bethel Road, als der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug landete in einem Graben und wurde fahruntüchtig, woraufhin der Fahrer festgenommen wurde. Der Fahrer, Jeremiah Reeves aus Atlanta, wurde festgenommen und sah sich verschiedenen Anklagen gegenüber. Zu den gegen ihn erhobenen Anklagen gehörten der Besitz eines gestohlenen Fahrzeugs, der Besitz einer Waffe als Vorbestrafter, der Besitz von Drogen, Flucht vor der Polizei und Widerstand gegen die Festnahme. Der Beifahrer, McKelly Emanuel, wurde sofort festgenommen, als festgestellt wurde, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war.
Die beiden anderen Insassen wurden ohne Anklage mit einem Polizeifahrzeug zu ihrem Arbeitsplatz gebracht. Ein detaillierter Polizeibericht zu dieser Flucht in Arkansas wurde noch nicht veröffentlicht. Die Bilder der Flucht und der Festnahme eines Penske-Lastwagens zeigen, wie ernst die Lage war. He just changed his mind. We're going south on 13. South on 13. Okay, we're turning west on correction, eastbound on 70. Eastbound on 70 from 13. Um zu entkommen, bog der LKW immer wieder in Nebenstraßen ein und versuchte diesmal in einen Parkplatz zu fahren, um umzukehren. So we're turning north on the Park Street again. Was that 109? Dave Wheeler. Alright, you're number 2, take over radio. Sounds like you're just making blocks in town. I'm in Carlisle trying to locate him. We're basically driving around in Carlisle. We should be coming back out on Main Street or east on 6th Street. Der LKW missachtete rote Ampeln an Kreuzungen und weigerte sich anzuhalten, wodurch er eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellte. Aufgrund seines Gewichts und seiner Größe stellte das Fahrzeug während der Verfolgungsjagd eine ernsthafte Herausforderung für die Polizei dar. Fixing to come back out on 13. Check that. You stop short. We're turning south 70. Coming up on 2nd Bank Road. Go ahead. The pedestrian and then almost hit a car now. You just take the comment, ain't going back to jail. We're going to have to keep that truck stop. Shoot them tires out. Hey, we're not going to take this thing up on the county. Go ahead. Als die Verfolgungsjagd außerhalb des Wohngebiets stattfand, gelang es den Polizisten, den LKW mit einem PIT-Manöver aus dem Verkehr zu ziehen. Auf diese Weise wurde verhindert, dass umstehende Zivilisten zu Schaden kamen. Der Fahrer wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen.